Hast du dich schon einmal dabei ertappt zu denken, warum ist für mich alles so schwer, obwohl ich doch eigentlich intelligent bin? Nicht schwer in der Schule, nicht schwer bei der Arbeit, sondern schwer innerlich. So, als würde dein Gehirn permanent auf Höchstleistung laufen und das Leben sich trotzdem nicht leichter anfühlen. Hier ist das Paradox, über das kaum jemand spricht. Intelligenz garantiert kein Glück. Manchmal macht sie Schmerz sogar, präziser. Du nimmst mehr wahr, du verstehst tiefer, du blickst weiter voraus und genau deshalb kannst du auch stärker leiden. In diesem Video erkläre ich 8 reale psychologische Fallen, in die hochintelligente Menschen besonders häufig geraten. Und vor allem wirst du verstehen, warum dir das passiert und was du tun kannst, damit dein Verstand aufhört, ein Käfig zu sein. Aber zuerst stell dir Folgendes vor. Du sitzt mit Menschen zusammen, die keine Fremden sind. Freunde, Kolleginnen, Familie. Alle lachen, reden über etwas Einfaches. Und du lächelst, spürst aber etwas Merkwürdiges, als wärst du hinter Glas. Du bist bei ihnen und doch irgendwie nicht wirklich da und du kannst nicht einmal erklären, warum. Und genau hier wird es interessant, denn das Problem ist nicht, dass du nicht sozial sein kannst. Das Problem ist, dass dein Gehirn anders verdrahtet ist. Los geht's. Erstens, du denkst zu viel und es ist nicht nur eine Angewohnheit. Ist dir aufgefallen, dass dein Kopf nie ganz abschaltet? Du verlässt ein Gespräch und spielst es immer wieder neu ab. Du liest eine Nachricht erneut und hörst Bedeutungen zwischen den Zeilen, die vielleicht gar nicht existieren. Du analysierst deine Gefühle und analysierst dann die Tatsache, dass du sie analysiert hast. Es fühlt sich wie eine Superkraft an. Doch manchmal wird daraus eine Falle, die Psychologen Analyseparalyse nennen, wenn Denken nicht zu Handlung führt, sondern zu Angst. Denn je klüger dein Gehirn ist, desto besser wird es darin, Szenarien zu bauen. Nicht eines, 10, 100. Du wählst nicht zwischen Ja und Nein. Du wählst zwischen 20 verschiedenen Zukunftsversionen und in jeder einzelnen siehst du ganz genau, wie alles schiefgehen könnte. Also erstarrst du und du bewegst dich nicht. Doch der gefährlichste Teil kommt danach. Du beginnst, es realistisch sein zu nennen. Dabei ist es vielleicht einfach nur Angst, die eine intelligente Maske trägt. Zweitens, du hast Schwierigkeiten, dich wirklich zu verbinden. Selbst wenn du gut reden kannst. Hier ist das Seltsame. Du kannst eloquent, sozial, sogar charismatisch sein und dich trotzdem einsam fühlen. Warum? Weil du nicht einfach nur Gespräche willst. Du willst Verbindung. Du sehnst dich nach Tiefe, nach Bedeutung, nach echter Erforschung. Du willst über Motive sprechen, über innere Konflikte, Psychologie, Ideen. Die meisten Menschen wollen jedoch Entlastung. Memes, Wetter, Wochenendpläne. Das heißt nicht, dass sie dumm sind. Überhaupt nicht. Ihr Gehirn ruht in Einfachheit. Deines ruht in Komplexität. Also sitzt du in einer Gruppe und denkst, ich langweile mich. Aber wenn ich gehe, bin ich allein. Und hier wird etwas oft missverstanden. Man nennt es Arroganz. Doch das ist es nicht. Du fühlst dich niemandem überlegen. Du fühlst dich fehl am Platz. Lass mich dich etwas fragen. Hast du dich jemals absichtlich weniger tief gezeigt, als du bist, nur um nicht abgelehnt zu werden? Merk dir das, wir kommen darauf zurück, denn es führt zum schmerzhaftesten Punkt. Drittens, du nimmst zu viel wahr und es erschöpft dich. Hohe Intelligenz geht oft mit hoher Wahrnehmung einher. Du liest Tonfall, Pausen, Mikroausdrücke. Du erkennst Verhaltensmuster, die andere übersehen. Jemand lächelt und du spürst, dass es gezwungen ist. Jemand sagt, mir geht es gut und du hörst, bitte lass mich in Ruhe. Jemand macht dir ein Kompliment und du bemerkst den versteckten Stich darunter. Es ist, als würdest du mit einer Röntgensicht leben, die du nie wolltest. Du siehst nicht nur Gesichter, du siehst Motive. Und das Schlimmste, du erkennst Lügen. Selbst dann, wenn du verzweifelt glauben möchtest. Du spürst Manipulation, selbst wenn du dich entspannen willst. Du siehst, wie Menschen sich selbst belügen und du kannst es nicht mehr ungesehen machen. Das erzeugt eine Art von Erschöpfung, die schwer zu erklären ist. Du bist nicht müde von Menschen. Du bist müde von den konstanten Daten,
die dein Gehirn automatisch über Menschen sammelt. Und wenn du gerade denkst, ja, genau das bin ich, warte, es wird noch schwerer. Erwartungen erdrücken dich und du beginnst Fehler zu fürchten. Wenn du die Kluge oder der Kluge bist, geben dir andere schnell eine Rolle. Du findest schon eine Lösung. Du verstehst das immer. Du bist so rational. Am Anfang fühlt sich das schmeichelhaft an. Dann wird es zu einem Käfig. Denn wenn ein intelligenter Mensch einen Fehler macht, bekommt er kein Mitgefühl, sondern Überraschung. Ich dachte, du wärst schlauer. Kennst du dieses Gefühl? Plötzlich jagst du nicht mehr dem Erfolg hinterher. Du jagst Beweisen hinterher. Du hast Angst, dass ein einziger Fehler alle Zweifel bestätigt. So entsteht eine Schleife, oft verbunden mit etwas wie dem Imposter-Syndrom. Du erreichst etwas und fühlst keinen Stolz, sondern denkst, ich hatte nur Glück. Sie haben mich überschätzt. Aber bald merken sie, dass ich gar nicht so gut bin. Also lebst du nicht mehr für Ziele, du lebst für Leistung. Jeder Tag fühlt sich wie eine Prüfung an. Lass mich dich fragen, willst du wirklich Erfolg oder willst du einfach nur vermeiden, andere zu enttäuschen? 5. Du langweilst dich schnell und verwechselst das mit Faulheit. Einer der grausamsten Fehler, den intelligente Menschen machen, ist, sich selbst als faul zu bezeichnen. Doch oft ist es keine Faulheit. Es ist ein Mangel an kognitiver Komplexität. Dein Gehirn braucht Herausforderungen, Verbindungen, Muster, Problemlösung. Routine fühlt sich wie Folter an. Dieselbe Aufgabe, dasselbe Gerede, dieselbe Schleife. So landest du in einem seltsamen Zustand. Du kannst ehrgeizig sein und trotzdem prokrastinieren. Du willst Dinge tun und fühlst dich innerlich leer, weil dein Verstand keine Herausforderung sieht. Und ohne Herausforderung schaltet er ab. Andere verstehen das nicht. Sie denken, du bist doch klug, mach es einfach. Doch für dich kann leicht wie sinnlos wirken. Und hier ist das Detail, das die meisten übersehen. Bei intelligenten Menschen kann Langeweile manchmal eine hochfunktionale Depression verdecken. Nach außen wirkst du in Ordnung. Innen ist alles grau. Und du kannst nicht einmal sagen, wo genau die Grenze verläuft. 6. Perfektionismus. Du setzt einen Maßstab, den niemand erreichen kann. Hast du jemals eine Aufgabe aufgeschoben, nicht weil du nicht wusstest wie, sondern weil du zu genau wusstest, wie sie sein müsste? Perfektionismus bei intelligenten Menschen sieht selten so aus wie, ich will es perfekt. Er sieht eher so aus, wenn es nicht perfekt ist, ist es peinlich. Wenn es nicht perfekt ist, bin ich nicht gut genug. Wenn es nicht perfekt ist, fange ich lieber gar nicht erst an. Psychologen nennen das maladaptiven Perfektionismus, wenn Standards zur Peitsche werden. Statt Motivation entsteht Erschöpfung. Die Tragödie ist diese: Du kannst objektiv stark sein und dich subjektiv trotzdem ständig unzureichend fühlen. Und dann taucht diese innere Stimme auf. Das hättest du besser machen können. Selbst wenn du bereits alles gegeben hast. Sei ehrlich, hast du dich jemals länger als 1 Minute stolz gefühlt, bevor du sofort angefangen hast zu suchen, was du falsch gemacht hast? 7. Du hinterfragst alles und das kann dich sogar von dir selbst isolieren. Du akzeptierst Dinge nicht, nur weil es eben so ist. Du folgst Regeln nicht aus blindem Glauben. Du zweifelst, du prüfst, du analysierst und das ist mächtig. Aber es kann auch innere Instabilität erzeugen. Die meisten Menschen haben einen psychologischen Anker. Tradition, Glaube, ein einfaches Weltbild, Autorität. Du nicht. Du schaust auf Beziehungen und fragst, was ist Liebe eigentlich? Du schaust auf Arbeit und fragst, wozu das alles? Du schaust auf dich selbst und fragst, wer bin ich wirklich? Das klingt philosophisch, aber es kann sich wie existenzielle Erschöpfung anfühlen. Wenn du früh erkennst, dass viele Ziele soziale Drehbücher sind, viele Wünsche geliehen, viele Spiele bedeutungslos. Du siehst die Wahrheit und weißt nicht, was du mit ihr anfangen sollst. Doch der Höhepunkt kommt im letzten Punkt, denn dort versteckt sich die gefährlichste Falle. 8. Du trägst den Schmerz anderer und merkst nicht, dass er nicht deiner ist. Hohe Intelligenz geht oft Hand in Hand mit hoher Empathie. Du verstehst Menschen zu gut. Du siehst den Schmerz hinter ihrer Aggression. Du erkennst das Trauma hinter ihrem Verhalten.
Du kannst sogar die Menschen entschuldigen, die dich verletzt haben. Und hier passiert etwas Beängstigendes. Du wirst zu einem Behälter. Jemand schüttet seine Emotionen in dich und du hältst sie. Jemand weint und du fühlst dich den ganzen Tag schwer. Jemand wird wütend und du analysierst, was du falsch gemacht hast, selbst wenn du nichts falsch gemacht hast. Psychologen nennen das emotionale Ansteckung, wenn du die Gefühle anderer aufnimmst, als wären sie deine eigenen. Und wenn du intelligent bist, kannst du es logisch rechtfertigen. Sie meinten es nicht so. Sie sind nur gestresst. Ich sollte Verständnis haben. Wenn ich gehe, bin ich ein schlechter Mensch. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich dich vorhin gefragt habe. Du machst dich kleiner, um akzeptabel zu bleiben. Du unterdrückst deine Reaktion, weil du verstehst, woher die Reaktionen der anderen kommen. Du wirst weise und verschwindest. Also hier die eigentliche Frage: Wo bist du in all dem? Der psychologische Wendepunkt: Intelligenz ist weder Geschenk noch Fluch. Sie ist ein Verstärker. Das Wichtigste ist Folgendes: Intelligenz verstärkt alles. Sie verstärkt Freude, wenn du stabil bist. Und sie verstärkt Angst, wenn du verletzlich bist. Sie intensiviert Liebe und intensiviert Schmerz. Sie schenkt dir Tiefe und macht oberflächliches Leben nahezu unmöglich. Und hier ist der Kern. Viele intelligente Menschen leiden nicht, weil sie intelligent sind. Sie leiden, weil sie nie gelernt haben, damit zu leben. Denn Intelligenz ist ein Werkzeug. Und ein Werkzeug ohne Fertigkeit wird zu einer Waffe. Gegen dich selbst. Abschließender Gedanke. Die Frage, die bleibt hörgut zu. Wenn sich dieses Video persönlich angefühlt hat, hast du vielleicht dein ganzes Leben versucht, ein Problem zu lösen, das sich nicht mit Logik lösen lässt. Du hast versucht, dich in den Frieden hineinzudenken, dich vollständig zu verstehen, das Leben so zu berechnen, dass Schmerz dich nie berührt. Aber so funktioniert Leben nicht. Manchmal ist der klügste Schritt nicht mehr denken, sondern lernen, innezuhalten, Grenzen zu setzen, Menschen zu wählen, vor denen du keine Rolle spielen musst, dir zu erlauben, lebendig zu sein, nicht nur intelligent, denn dein Verstand ist kein Fluch, er ist Licht, doch Licht ohne Grenzen kann blenden. Und hier ist die Frage, die ich dir mitgebe, damit sie sich irgendwo tief in dir festsetzt. Nutzt du deine Intelligenz, um zu leben oder um dich vor dem Leben zu schützen?